Das Champions-League-Finale 2018 wirft seine Schatten voraus. Beide Teams sind mittlerweile in Kiew eingetroffen. Real Madrid und auch der FC Liverpool. Mehr als 70.000 Zuschauer werden morgen live vor Ort in Kiew mit dabei sein und natürlich Millionen an den Fernsehschirmen. Real Madrid kann ja die Champions League zum 3. Mal in Folge gewinnen. Das wäre ein einmaliger Rekord. Und ja, Jürgen Klopp, er steht zum 2. Mal als Trainer ja im Champions-League-Finale 2013 unterlag er mit Borussia Dortmund den Bayern und will es dieses Jahr natürlich besser machen. Wir schauen nochmal auf die Zahlen dieses großen Vergleichs zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Und wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass der Gesamtmarktwert zum Beispiel bei den Madrilenen fast an die Milliardengrenze reicht. Also der Kader fast doppelt so wertvoll wie der des FC Liverpool. Und wir sehen auch, es gab diese Begegnung noch gar nicht so oft. Im Moment steht es also 2:2 im direkten Vergleich. Und wir sind gespannt, wer also morgen das 5. Spiel zwischen diesen beiden Teams für sich entscheiden kann. Und das Spiel morgen ist natürlich auch das Duell von Superstar Cristiano Ronaldo gegen den Shootingstar der abgelaufenen Saison, gegen Mohamed Salah. Mohamed Salah, ja, der Premier League-Spieler des Jahres. Cristiano Ronaldo, er hat die Champions League bereits 4-mal gewonnen. Für Salah wäre es der erste Titel. Und aus deutscher Sicht ist es auch das Duell von Toni Kroos gegen Jürgen Klopp. Und beide haben sich im Vorfeld dieses Finales geäußert. Yes, we feel really good and we think we are in a deserved where we are because the boys showed really up in all the different games and it was a very exciting journey so far and now we want to bring it to a best possible end. It's going to be very difficult for us on Saturday because I know how he's able to motivate his team. It gives him a very good tactic for the games. That's why I'm sure it's going to be difficult, but I'm also sure that it's going to be difficult for Liverpool. Ja, bei beiden kann man, glaube ich, die Vorfreude raushören, auch wenn sie unterstreichen, wie schwierig das morgen sein wird für ihre jeweiligen Clubs. Wir sind gespannt drauf und wir wollen jetzt nochmal uns eine exklusive Meinung, eine Stimmungslage aus Madrid abholen von Real-Total-Chefredakteur Nils Kern. Er ist ganz nah dran an den Madrilenen. Hier kommt seine aktuelle Einschätzung zu diesem Spiel. Schon wieder Champions League Finale, schon wieder mit Real Madrid und schon wieder werden die Königlichen vermutlich so auflaufen wie letztes Jahr im Finale in Cardiff gegen Juventus Turin. In der Startelf natürlich Keylor Navas auf der Torhüterposition, auf der Rechtsverteidigerposition ist Dani Carvajal wieder fit, Rafael Varane, Sergio Ramos daneben und Marcelo auf links. Am Mittelfeldtrio gibt es auch nicht viel zu rütteln, dort sind dann Luka Modric, Carlos Casemiro und Toni Kroos, die hoffentlich die Fäden ganz ruhig ziehen, den Ball konzentriert hin und her spielen lassen, sodass sich Liverpool auch ein bisschen müde und abläuft. Und dann vorne gibt es noch ein Fragezeichen, dort kämpfen noch 3 Spieler um 2 Positionen, nämlich die Position neben Cristiano Ronaldo. Vermutlich wird Isco Alacon auf der 10 in der Position des Spielmachers den Vorzug bekommen und dann neben Ronaldo auf der Doppelspitze Karim Benzema mitwirken. Benzema weiß einfach, wie Ronaldo funktioniert. Die spielen seit 2009 zusammen und sind da ein gutes Duo, sodass Benzema Ronaldo einige Chancen auflegen kann. Bedeutet auf der anderen Seite Gareth Bale vorerst und schon wieder in einem Spitzenspiel auf der Bank. Der Waliser aber dafür immerhin eine Top-Waffe noch für Zidane, sollten die Königlichen in Rückstand geraten, sodass Bale dann noch kommen kann und ja, möglicherweise auch wenn Isco vorher mit seinen Ballbesitz-Skills, seiner Kontrolle im Spiel den Gegner müde gelaufen hat, dass dann Bale für den Todesstoß und mit seiner Schnelligkeit sorgen kann. Man hat ja auch noch Marco Asensio und Lucas Vazquez auf der Bank, auch Waffen, die Zidane gerne bringt mit ihrer Geschwindigkeit. Für Liverpool wird es nicht einfach, doch auch dort ist eigentlich die Startelf schon mehr oder weniger klar. Es gibt noch ein Fragezeichen, das ist auf der Rechtsverteidigerposition. Entweder Trent Alexander-Arnold, der 19-jährige Youngster, oder Nathaniel Klein wird spielen. Vermutlich schenkt Klopp erneut Alexander-Arnold das Vertrauen, sodass hinter ihm dann Loris Karius, der Deutsche, spielen kann. In Verteidigung ist auch klar mit Van Dijk und Lovren und als Linksverteidiger Robertson. Liverpool wird vermutlich im 4-3-3 starten, sodass im Mittelfeld dann, Emre Can ist nicht fit, können dann James Milner, Wijnaldum und Henderson agieren und das Sturmtrio ist natürlich gesetzt mit Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané. Die haben schon einiges kurz und klein geschossen in dieser Saison.
Aber Real Madrid hat dann doch auch oft in Spitzenspielen dieser Saison gezeigt, dass sie den Abwehrriegel dicht halten können, dass Varane und Ramos da den Strafraum ordentlich abriegeln. Klar, hat das nicht immer geklappt gegen Juventus Turin im Rückspiel, wenn dann individuelle Fehler passiert sind, aber eigentlich lief das gegen Bayern, auch wenn die Bayern viele Chancen hatten. Aber so kann man davon ausgehen, dass es auch eine kleine Abwehrschlacht wird, in dem Liverpool anrennt, aber doch Varane und Ramos das Lager zusammenhalten. In dem Finale stellen wir uns bei Real Total 4 Schlüsselduelle vor, auf die es ankommen wird. Das erste ist schon in Madrids Verteidigung mit Rafael Varane gegen Roberto Firmino. Firmino ist zwar auch ein Mittelstürmer, der immer wieder sich fallen lässt, zum Doppelpass anbietet, auch dann wieder der Erste ist, der ansagt, wann man ins Pressing geht, wann alle Stürmer die Verteidiger unter Druck setzen sollen. Allerdings braucht es gegen so einen schnellen, flinken Mittelstürmer einen genauso flinken und schnellen Innenverteidiger und da ist Varane eigentlich der ideale Mann. Auch weil Varane ist nicht unbedingt der ideale Mann für den Spielaufbau und dort könnte so ein Firmino ihm bestimmt den einen oder anderen Fehlpass entlocken. Und zumal Varane nicht viel Unterstützung von seinem Nebenmann kriegen wird, denn Sergio Ramos wird bei dem anderen Schlüsselduell des Spiels benötigt. Dort kommt es eben zum Duell Mohamed Salah gegen Marcelo. Marcelo ist die laut Jürgen Klopp oder von Jürgen Klopp ausgemachte Schwachstelle der Königlichen. Das haben zwar auch schon die Bayern in diesem und letzten Jahr gesagt, man weiß ja, was passiert ist, aber er lässt es doch hin und wieder an seiner Rückwärtsbewegung ein bisschen vermissen, ist nicht immer, wenn es darum geht, der Gegenspieler holt zur Flanke oder zum Abschluss aus, dann wehrt er doch eher mal so 2-3 Meter Sicherheitsabstand, während dann Sergio Ramos kann dann aushelfen und dann direkt auf den Gegenspieler gehen. Der lässt dann eben nicht mal einen Meter Platz und haut mit seinem ganzen Körper da rein. Mohamed Salah ist natürlich schwierig zu bändigen, hat auch schon 44 Mal in dieser Saison getroffen, in nur 51 Einsätzen. Da braucht es schon die Unterstützung sicherlich durch 2 Verteidiger und das hat schon mal wunderbar geklappt mit Ramos. 2016 hat Salah gegen Ramos kein Land gesehen. Damals hat der Ägypter noch das Trikot von AS Rom getragen, aber warum nicht nochmal so? Das dritte Schlüsselduell sehen wir im Mittelfeld. Dort geht es für James Milner darum, ein bisschen Toni Kroos zu bändigen. Bei Real Madrid das dritte ist klar, wenn Toni Kroos keinen guten Tag erwischt, nicht gut ins Spiel reinfindet, dann wird es für die gesamte Mannschaft schwer, wirklich Angriffe aufzubauen, zu Chancen zu kommen. Und für Toni Kroos geht es natürlich darum, den Ball auch ruhig zirkulieren zu lassen, immer wieder Seitenverlagerung anzustimmen, dass die Bälle präzise auf die Flügel kommen. Und dort muss James Milner einfach stören. Er ist das Arbeitstier beim FC Liverpool, kann sicherlich auch noch mit Unterstützung von Henderson und vielleicht auch aus dem Sturm von Firmino rechnen, die da Kroos unter Druck setzen. Allerdings ist der Deutsche nun mal der pressingresistenteste Spieler der Welt. Ja, vielleicht hat er dann am Ende nur noch 97%ige Passquote, was immer noch Weltklasse wäre, aber vielleicht kann man ihm so den einen oder anderen Ballverlust entluchsen. Darum wird es für Milner gehen. Und das vierte und letzte Schlüsselduell wird dann in Liverpools Defensive stattfinden, nämlich auf deren rechten Seite. Vermutlich Alexander Arnold, der 19-Jährige, mit Selbstvertrauen durch die WM-Berufung, kommt da zu seiner schwierigsten Prüfung bisher gegen den Weltfußballer, gegen Cristiano Ronaldo. Allerdings muss er sich nicht allzu fürchten. Ronaldo wird kein aktiver Part im Spiel sein, wird nicht der Spieler sein mit den meisten Kontakten auf dem Feld. Ronaldo wird lauern, mal am Strafraum des Gegners, mal aber auch an der eigenen Mittelfeldlinie, wenn der Ball in Reals Hälfte ist, um dann einfach mit langen Bällen auf die Reise geschickt zu werden. Er braucht auch nicht viele Torgelegenheiten, hatten diese Saison auch schon 44 Mal eingenetzt in nur 43 Partien, aber da muss einfach Alexander Arnold immer an ihm eng dran sein, einfach auf diese 2-3 Chancen, die Ronaldo sicherlich kriegen wird, muss er einfach da sein und schauen, dass er die verhindert. Bedeutet auf der anderen Seite auch, er kann sich sicherlich auch mal offensiv einbinden, ist auch ein offensiv starker Außenverteidiger und kann dann auch Marcelo gemeinsam mit Salah noch mehr unter Druck setzen. Aber für Alexander Arnold, sofern er denn spielt, wird das eine ganz große Prüfung. Ein ganz großes Spiel wird das am Samstag. Wir bei Real Total gehen natürlich von dem königlichen Sieg aus, dem 4. Titel in 5 Jahren. Wahnsinn. Mein Tipp 3:1. Schauen wir mal, was es wird. Herzlichen Dank fürs Einschalten und schöne Grüße aus Madrid.